Jeder ägyptische König ließ Bilder mit den für ihn typischen Gesichtszügen anfertigen. Diese Bilder finden wir in Form von Reliefs, Malereien, Statuen und Einlegearbeiten vorwiegend an Gebäuden wie Tempeln, Palästen und Gräbern, aber auch auf anderen Monumenten und Gegenständen. Für eine neue Hauptstadt wie Pyramesse wurden viele und vor allem unterschiedliche Bilder gebraucht. Diese vermitteln spezielle Aussagen, die für den Einfluss und die Macht der Könige eine große Rolle spielten. Ihre Bedeutung ergab sich aus der Art, wie die Könige dargestellt wurden, in welcher Körperhaltung, mit welcher Kopfbedeckung, mit welchen Würdezeichen und so weiter. Wir wissen, dass der enorme Bedarf an königlichen Bildern für die Ramsesstadt auf unterschiedliche Weise gedeckt wurde. Zum einen wurden speziell Bilder angefertigt für die neue Hauptstadt. Zum anderen wurden Objekte früherer Könige von anderen Orten hierher gebracht. Ein Beispiel dafür sind 4 monumentale Menensphingen, von denen sich einer heute im Ägyptischen Museum in Kairo befindet. Dass sie eigentlich 500 Jahre früher für einen König der 12. Dynastie, für Amenemhet III., angefertigt worden waren, lässt sich an den für Amenemhet typischen Gesichtszügen ablesen. Auf den Sockeln der Brust und den Schultern der Sphingen sind aber weitere Inschriften, die Namen anderer Herrscher angegeben, aus denen unter anderem hervorgeht, dass sie 200 Jahre nach ihrer Entstehung zum ersten Mal von einem Fremdherrscher, einem Hyksos, wiederverwendet worden waren. Die Hyksos hatten ihre Hauptstadt Avaris ganz in der Nähe der Ramsesstadt, daher gehen wir davon aus, dass sie von ihrem ursprünglichen Aufstellungsort zunächst nach Avaris gebracht worden sind. Dort wurden sie ca. 300 Jahre später mit den Namen Ramses II. Beschriftet und von dort, also von Avaris, in die Ramsesstadt verbracht. Es folgten weitere Überarbeitungen durch Ramses Nachfolger und noch einmal 150 Jahre später durch einen König der 21. Dynastie, der sie mit anderen Objekten in seine neue Hauptstadt nach Tanis verbrachte, wo sie schließlich auch gefunden wurden. Das Interessante an dieser mehrfachen Übernahme ist, dass man die Inschriften der Könige auf den Menensphingen nicht tilgte und dass somit erkennbar blieb, wem sie im Laufe der Zeit gehörten. Ebenfalls in Tanis gefunden wurde die Darstellung Ramses II. Als kindlicher Sonnengott, der von Hauron, einem Falkengott, sprichwörtlich unter seine Fittiche, also unter seine Schwingen genommen wird. Auch diese Statue ist heute im Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt. Interessant ist hier, dass der Falkengott Hauron nicht aus Ägypten, sondern aus dem südlevantinischen Raum stammt. Im ägyptischen Delta erscheint er vor allem in Verbindung mit militärischen Außenposten, die die Wüstenrouten bewachten, beziehungsweise als Feindvernichter. In diesem Sinne scheint Hauron auch in der Ramsesstadt im Rahmen eines Statuenkultes als Beschützer des kindlichen Sonnengottes Ramses II. Verehrt worden zu sein. Ungewöhnlich an dieser Statue ist, dass sie zugleich den Namen des Königs zeigt oder schreibt. Die Sonnenscheibe steht für den Wortlaut Ra, das Kinn steht für Mes und die Binse in seiner Hand steht für Su, was insgesamt Ra-Mes-Su, Ramses ergibt. Daher können wir auch sicher davon ausgehen, dass die Statue für den König selbst hergestellt worden war und anders als die Menensphingen nicht von einem früheren Herrscher übernommen worden ist. Wo genau die Statue hergestellt worden ist, wissen wir nicht. Was jedoch klar ist, ist, dass das Material, der dunkle Granit, im Süden des Landes abgebaut wurde und aufwendig in den Norden transportiert werden musste. Granitverarbeitende Bildhauerwerkstätten wurden in Pyramesse bislang nicht ausgegraben. Was allerdings gefunden wurde, sind Produktionsstätten für Fayence. Fayence ist ein künstlich hergestelltes Material, das an vielen Stellen der Ramsesstadt zum Einsatz gekommen ist, zum Beispiel in Form farbenprächtiger Wandverkleidungen, in Form von Fayencefliesen. Ausschließlich in der Ramsesstadt zu belegen ist die Herstellung sogenannter Kompositfiguren, einer Kombination aus unterschiedlichen Materialien. Ihre Körper waren aus Holz hergestellt, das an verschiedenen Stellen mit Blattgold versehen war. Die dargestellten Götter und Könige trugen unterschiedliche Kopfbedeckungen, zum Beispiel Kronen oder auch Frisuren aus grünblauer Fayence. Auch wenn heute nur noch diese Kopfbedeckungen erhalten sind, können wir uns sehr gut vorstellen, wie ungewöhnlich diese Stücke ursprünglich ausgesehen haben. Ob diese Figuren ursprünglich auch in der Ramsesstadt aufgestellt waren oder ob sie in andere Städte exportiert wurden, können wir heute nicht mehr sagen. Interessant ist aber, dass wir hier etwas vor uns haben, das so in dieser Form ausschließlich in der Ramsesstadt anzutreffen ist.
Allein diese 3 Beispiele zeigen, was für ein immenser Aufwand hinter der Ausstattung der neuen Hauptstadt stand. Die königlichen Bilder wurden in eigens dafür errichteten und ausgestatteten Werkstätten hergestellt. Das für sie benötigte Material wurde aus weit entlegenen Gebieten extra dafür herangeschafft. Auch ältere Objekte wurden überarbeitet und wiederverwendet und dann in die neue Hauptstadt transportiert. Dies setzt eine ungeheure Organisations- und Logistikleistung voraus, der wir jetzt nach und nach auf die Spur kommen.